Bitte euer Applaus jetzt hier bei uns auf der Bühne für Genio Kronauer und Henning Kalteuer. Danke. Hallo, grüße euch. Hi. Hi, schön euch da zu haben. Hallo. Hi. Ja, Die Bühne ist jetzt eure. Ihr werdet euch gleich mit der Präsentation da hinten wiederfinden. Schalten wir dann um. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Dankeschön. Ja. So, ausnahmsweise mal auf Deutsch. Hi. Hey. Ja, Mediennetzwerke. Also der Genio von L-Akustik und ich von oder für D&B Audiotechnik sind seit 8 Jahren mit dem Thema unterwegs und wollen heute mal eine kleine Einführung geben und Hintergründe zu dem Protokoll. Das haben wir in Deutschland eigentlich noch nicht so oft gemacht und Überhaupt dachten, nicht. Ja. gelehrt ist eine gute Ja. eine gute Gelegenheit. Ne? Okay, ganz wichtig, was ist eigentlich die Ausgangslage gewesen und ist sie auch heute noch für das ganze Thema? Wir haben uns damals 2016 gefragt, wo geht die Reise eigentlich hin in der Industrie? Wenn man mal versucht, als Hersteller ganz weit in die Zukunft zu gucken, weil das muss man als Hersteller. Wir haben Produktlebensdauerzyklen von 15 bis 20 Jahren. Man muss also in die Glaskugel gucken. Und wir haben 2016 gesagt, es ist eigentlich keine Frage, alle Pro-AV-Systeme werden vernetzte Systeme sein. Und dabei ist Netzwerk letztendlich ja nur eine Technologie, die Signale transportiert. Sie ist nicht der eigentliche Zweck. Ne? Der eigentliche Zweck ist Sound generieren, Erlebnisse generieren. Ne? Das heißt, die meisten unserer Kunden interessiert das eigentlich gar nicht. Es soll einfach nur funktionieren. Ne? Und gleichzeitig ist Netzwerk für die Hersteller ein großes Problem. Es ist komplexe Technologie, es ist teuer, viel Entwicklungsarbeit und auch gegebenenfalls viele Probleme beim Kunden. Und deswegen sollte Netzwerk kein Feld des Wettbewerbs zwischen den Herstellern sein, sondern umgekehrt, es sollte ein Feld der Kooperation sein. Denn die Firmen in der Pro-AV-Industrie sind eigentlich ein bisschen zu klein, um ein solches Thema alleine auf die Beine zu stellen oder auch alleine in eine bestimmte Richtung zu treiben. Das kann man nur gemeinsam machen. Das Zweite ist, Mediennetzwerke entwickeln sich ständig weiter mit den Technologien, aber auch mit den Bedürfnissen im Markt. Und es gibt sehr verschiedene Anforderungen an Netzwerke. Ein Broadcaster sieht ein Netzwerk als etwas, was über weite Strecken gehen muss. Da fängt er an zu denken über Netzwerke. Der fängt nicht an zu denken in der lokalen Produktion, sondern er denkt sofort in weiten Strecken. Wenn wir Konzerte machen und Festivals, dann denken wir an unsere lokale Umgebung und versuchen, die ans Laufen zu kriegen. Und das ist ja komplex genug. Ne? Und das heißt, nicht ein Protokoll oder ein Standard kann alle Erwartungen und alle Anwendungen abdecken. Das geht gar nicht. Unser dringendes Anliegen war es, 2016, eine Refokussierung auf den eigentlichen User-Nutzen und den Wert von Netzwerk. Wir sind der ganz dringenden Meinung, dass Netzwerk einfach sein muss. Es muss sicher, zuverlässig sein und es muss schnell zu handhaben sein. Und Netzwerke dürfen die Audioqualität nicht einschränken. Das ist für uns als Lautsprecherhersteller absolut essentiell. Wenn das Netzwerk das Nadelöhr ist, an dem sogar die Qualität letztendlich leidet, dann ist die ganze Übung für die Katz. Auf so etwas kann man als Hersteller nicht bauen. Nee, überhaupt nicht. Ja. Und deswegen nochmal eine kleine Rückschau. Wie war eigentlich die Geschichte? Und ich glaube, dass viele die nicht mehr präsent haben. In den 90er Jahren war es so, da kamen die ersten digitalen Audiogeräte raus und die hatten natürlich verschiedene Audioschnittstellen, AES-3, da kam das MADI auf und so Sachen wie ADAT und solche Dinge. Aber digital bedeutet auch steuerbar. Das, was es so in der analogen Welt so gar nicht richtig gab. Und mit der Zeit kamen dann diverse Steuerschnittstellen in die Geräte. Da gab es dann CAN-Bus und Seriell und MIDI und GPI und so. Und letztendlich hat sich Ethernet durchgesetzt, eigentlich zuerst als eine Steuerschnittstelle.
Und das Audio lief zu der Zeit meistens noch separat, analog, AES-3 und so weiter. Und die Systemstrukturen wurden ziemlich chaotisch, weil plötzlich brauchten alle Geräte 2 Kabel. Mindestens 2 Kabel, eins fürs Audio, eins für die Steuerung. Das machte alles unglaublich kompliziert und man war ziemlich überfordert damals. Ne? Und wir wollten noch mal kurz daran erinnern, Genio, du hast das aufgebracht. Ja, genau, das wird sehr oft vergessen. Als ich Anfang der 2000er Jahre, Ende der 1990er Jahre Internet angefangen hat durchzusetzen in den ganzen Büros, in der IT-Infrastruktur, in den Firmen, da war der Standard übrigens schon 25 Jahre alt. Da wurde schon 25 Jahre an dem ganzen Ding gearbeitet in den Standardisierungsgruppen. Und das wird hier auch immer oft vergessen, wenn man sagt, man möchte einen Standard machen. Das bedeutet ein sehr, sehr langer Prozess, weil klar, ich meine, es kann nicht nur immer einer vorspringen, sondern man muss Konsens erreichen. Und das geht relativ früh los in den Standardisierungsgremien, bis das dann mal die ersten Versionen kommen von dem Standard. Die funktionieren überhaupt nicht, müssen angepasst werden und so weiter. Und dann geht das seinen Gang. Und ich habe eben relativ oft immer gehört, ja, AVB, das ist ja was völlig Altes und überhaupt. Ja. Leute, wenn ihr in dem Zeitraum mal denkt, ist es überhaupt nicht alt. Und wenn man das vergleicht mit dem Wi-Fi-Standard, da ist es genau das Gleiche. Also wir haben hier es mit komplexen Themen zu tun. Die brauchen ihre Zeit. Ja. Ungefähr um 2010, wir können uns jetzt streiten, war es 2008 oder 2011 oder irgendwas, spielt keine Rolle, kam eigentlich in der Industrie die Frage auf, wenn ich doch jetzt eine Ethernet-Dose in meinem Gerät habe und damit mein Gerät steuere, kann ich nicht auf demselben Kabel auch mein Audio transportieren? Das wäre doch unglaublich praktisch. Ne? Das würde alles vereinfachen. Ne? Wir hätten dann ein Kabel und einen Port für alle Daten, egal ob Audio, Video, Steuerung. Ne? Wir hätten ein Netzwerk für alles und dann könnten die Geräte ja auch anfangen, miteinander zu reden. Dann könnte man ja Interoperabilität machen. Das war die Vision damals. Das war die ganze Idee, wo die Industrie im Ganzen gesagt hat, da sollte es doch hingehen. Das ist doch eine Vereinfachung. Wir waren ziemlich naiv. Wir haben vieles noch nicht verstanden, was an Problemen dann aufkam, welche Pandoras Box wir da geöffnet haben. Aber das war eigentlich die Idee. Ja, ne? Weil ursprünglich auch das ganze Fundament von dem Internet-Netzwerk keiner verstanden hat, dass das alles auf Best Effort läuft. Das war die Frage und ich behaupte, dass es auf diese Frage 3 Antworten gab. Die erste Antwort kam von einer Firma Ordinate, die Dante herausgebracht hat und die hat gesagt, ja, das geht, das können wir. Wir haben Dante, das ist eine geschlossene Lösung, da könnt ihr das alles mitmachen. Und das Dante basiert übrigens auf einem relativ veralteten Synchronisationsprotokoll, das heißt PTP-V1, was mittlerweile relativ überholt ist. Die zweite Antwort, und die war sehr interessant, die kam nämlich von den Leuten, die das Ethernet designt haben, nämlich der IEEE. Und die IEEE hat gesagt, nein, das könnt ihr nicht. Mit dem herkömmlichen Ethernet kann das nicht funktionieren. Und zwar aus folgenden Gründen. Das gewöhnliche Ethernet bietet keine 100% zuverlässigen Mechanismen für stabiles und präzises Timing, für den Transport der Daten, also es beinhaltet immer das Risiko von Paketverlusten und das einfache Managen von Multicast ohne große Verrenkungen mit Switch-Konfigurationen. Und die IEEE hat gesagt, wenn ihr das machen wollt, dann braucht ihr ein neues Ethernet. Wir müssen das Ethernet umbauen, wir müssen es erweitern. Und das nennen wir AVB. Das ist die Arbeit der IEEE, die diesen Standard dann damals geschaffen hat. Und die dritte Antwort kam von einigen Herstellern, die ganz klar gesagt haben, komm, vergesst das mit dem Ethernet. Es ist besser, wir bleiben bei proprietären Lösungen, die speziell für Audio, Video gemacht sind. Das sind die sogenannten Time Division Multiplex-Based Netzwerke, TDM, wie zum Beispiel Optocore, StageTech Nexus, Medionet, Rocknet und so weiter.
ganz tolle Produkte, funktionieren fantastisch, haben aber mit Ethernet nichts zu tun. Und deswegen haben wir da immer so ein Paralleluniversum zwischen dem einen und dem anderen, was die Dinge nicht unbedingt vereinfacht. Ne? So, und dann gab es noch natürlich eine Folgestory, eine Reaktion auf die Dante-Initiative war später aus der Ecke Ravenna, QLAN, AES67, SMPTE 2110. Ja, man kann das herkömmliche Ethernet verwenden, aber nur, wenn wir ein besseres Timing verwenden. Da gab es neue Protokolle, das sogenannte PTP-V2, was erheblich präziser ist und doch qualitativ einen Quantensprung darstellt. Und das ist die Geschichte, die seitdem diesen Ast quasi verfolgt. Und was die IEEE gemacht hat mit dem AVB, das hat damals so einen Hype ausgelöst. Das war, sagen wir mal, der erste AVB-Hype. Ihr werdet euch erinnern, da gab es einige Hersteller, die haben das implementiert. Leider hat es jeder anders gemacht. Und es hat zu einem Chaos der speziellen Art im Markt geführt. Und wir haben im Jahr 2016 das aufgegriffen und haben gesagt, die Technologie ist richtig, wir wollen diese Technologie, aber es macht nur Sinn, wenn wir es erstens gemeinsam machen und zweitens alle gleich. Ja. Und so, dass es für die User auch wirklich einfach und interoperabel wird. Und das ist Melan. Und das haben wir 2016 gegründet und 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt. Und seitdem wird diese Initiative betrieben. Und aus der Sicht der IEEE, wir haben hier mal so ein Bild, das haben wir öfters mal verwendet in Präsentationen. Das herkömmliche Ethernet für Pro-AV ist ungefähr sowas hier. Ne? Also das ist ein Auto, an das man ganz viel dran geklebt hat, damit es irgendwie geht. Ne? Aber die Frage stellt sich halt, ist das Zukunft? Ist das, ne, kann man darauf setzen? Ist das nutzerfreundlich, zu einfach? Ne? Und ich meine auch noch, ich war selber 25 Jahre im Live-Sound, ich möchte die dringende Frage stellen, macht das Spaß? Und ich würde sagen, nein. Ich höre von vielen Usern, dass sie mittlerweile 40-50% ihrer Zeit beim System Engineering nur dafür aufbringen, das Netzwerk ans Laufen zu kriegen, statt sich um ihre Kunden zu kümmern. Das macht keinen Spaß. Und das ist auch eigentlich der Punkt, worum es geht. Ne? Es geht eben nicht darum, dass man sagt, ja, es geht nur mit Milan. Ne? Natürlich, man kann eben auch mit Layer 3, also wenn man das Synonym oder das Bild nochmal nimmt, wie wir das eben vorhin hatten, ich gehe vielleicht trotzdem nochmal kurz zurück, ist es halt eben so, das Auto ist halt das Ethernet und das haben wir und das ist physikalisch eben auch da mit Layer 1 und Layer 2. Dann kann ich halt noch irgendwie was drüber pappen mit Layer 3. Und ich kann aber jetzt nicht sagen, das eine geht ohne das andere. Im Endeffekt arbeitet es halt zusammen. Und natürlich müssen wir im Moment Lösungen haben, die funktionieren und mit denen wir irgendwie arbeiten können. Aber ist es auch das, wo wir sagen, das ist das, was wir für die Zukunft wollen? Und da gibt es halt eben jetzt die zwei Lager, wo wir angefangen haben, auch mit Milan, dass wir sagen, naja, ich meine, wenn die Community, die das Ethernet eben erschaffen hat, schon sagt, nee, ihr müsst das Fundament umbauen, ihr könnt nicht auf Sand bauen, dann muss man das halt auch akzeptieren. Und genau hier arbeiten wir halt eben auch mit IEEE zusammen, um das entsprechend halt Schritt für Schritt anzupassen. Aber auch hier nochmal gesagt, zum Anfang hin, was angemerkt wurde, halt eben, es hatte eben bis Ende der 90er Jahre waren schon 25 Jahre. 23 war Ethernet 50 Jahre alt. Und das ist halt ein langer Prozess und der halt auch iterativ ist. So, jetzt möchte ich noch kurz ein bisschen technisch auf Milan eingehen. Wie wir bereits gesagt haben, Milan basiert auf den offenen IEEE AVB Standards. Das ist nicht ein einziger Standard, sondern es sind entsprechend, ist es eine Toolbox, die IEEE angefangen hat zu erarbeiten, um, ich persönlich nenne es die Geburtsfehler von Ethernet, auszumerzen, sprich nämlich, dass es halt einfach nur Best Effort ist. Und Best Effort bedeutet halt eben auch, dass schlichtweg Traffic durch Congestions verloren geht. Mal mehr, mal weniger, wenn man das Netzwerk entsprechend bis
zum geht nicht mehr tuned, kann man das erreichen, aber es ist halt immer eine Zitterpartie. So, wir haben ein Profil von ERVB, welches die Interoperabilität von Milan mit den Endgeräten garantiert. Wir haben die Austauschformate für das Audio entsprechend angepasst, dass wir sagen, okay, es gibt hier ein Minimum an Kanälen mit Sampling Rate, die zu übertragen sind. Das war übrigens der allererste Fehler damals, als AVB auf den Markt kam. Für IEEE ist Interoperabilität auf dem Netzwerk. Die haben das überhaupt nicht kapiert, dass für einen Audiomensch die Interoperabilität ist, dass ich Gerät A habe von Hersteller A und Gerät B von Hersteller B. Und ich möchte schlichtweg halt einfach mein Audio Kanal 1 von dem Gerät an das andere auf Kanal 4 bekommen. Das haben wir mit Milan gelöst. Und dadurch haben wir halt eben auch, indem wir auch die AVB-Standards verwenden, halt ein deterministisches Verhalten. Das heißt, einen zuverlässigen Transport von Audio und Video. Und ich weiß, leider wird der Begriff deterministisch relativ schwammig benutzt von vielen. Also das wird euch jeder sagen. Also selbst die Broadcast-Jungs sagen, wir sind deterministisch auf Layer 3 über IP. Es tut mir halt leid, mit einem Best-Effort-Netzwerk geht das schlichtweg nicht. Und das muss man einfach akzeptieren. Wir haben eine garantierte Systemsynchronizität. Die ist unter einer Mikrosekunde. Und das ist halt das, wo gerade für Lautsprecherhersteller wie uns das sehr interessant ist, mit Line Arrays. Wenn ich jetzt nur irgendwie einen Trunk von Mischpult A nach Mischpult B schicke und alles in einem Stream, kann mir das eigentlich relativ egal sein. Aber mittlerweile haben ja die Lautsprechersysteme, werden sie teilweise wirklich einzeln angesteuert mit verschiedenen Amplifiers. Die sind verbunden über Netzwerk mit Netzwerkaudio. Und genau da habe ich halt dann eben das Problem. Wenn ich eine Line Source Array mit 20 Amps ausspielen möchte und jeder hat halt einen Sample-Versatz, dann war es das halt mit meinem Line Source Array gewesen. Ich meine, dann habe ich halt Com-Filter-Effekte, die kommen. Und die sind nun mal einfach da. Teilweise natürlich auch, jetzt nicht, dass die plötzlich passieren, sondern halt, dass sie halt dann eben über den sogenannten Wander, über die Zeit sich verschieben. Das gibt dann teilweise relativ interessante Effekte, ich meine, wie man es von Wind kennt. Und deswegen möchten wir das nicht als Lautsprecherhersteller. Die Latenz ist mit 2 Millisekunden in 100 Mbit, also mit 1 Gigabit, kann man locker unter die 1 Millisekunden kommen. Man kann es auch wesentlich runtertunen, aber wie gesagt, normalerweise mit 1 Millisekunden spielt das absolut. Und was auch besonders wichtig ist bei Milan, hier haben wir auch die Möglichkeiten, dass wir in einem Netzwerk eben verschiedene asynchrone Takte, Medienraten haben können. Also wir können halt ein System A mit 48 Kilohertz laufen haben und wir können anderes völlig asynchron, zum Beispiel mit 44.1 laufen haben. Das ist aus meiner Sicht auch ein Alleinstellungsmerkmal. So, und ganz wichtig ist, wir haben eine garantierte Bandbreite auch für anderen Traffic. Weil es hilft mir natürlich nichts, wenn ich nur die Audiodaten deterministisch durchbekomme, wenn dann die ganzen Kontrolldaten rausgekickt werden. Also nochmal erinnern, wir wollten einen Port, ein Kabel für das Gerät mit allem drauf. Ne? Es ist ja eigentlich auch logisch, weil wir sind jetzt heute teilweise, dass wir Geräte mit 4, 5 Ports haben, die unterschiedlich beschriftet sind mit, weiß ich was, verschiedenen Protokollen. Und dann hat man noch einen extra Ethernet-Port und es ist doch eigentlich aus meiner Sicht ein völliger Irrsinn, weil im Endeffekt ist das alles ein Ethernet-Netzwerk. Jetzt zeigen wir mal kurz, wie das geht. So, jetzt gehen wir mal hier bei Legacy Ethernet, klicken wir mal kurz durch, ist halt eben alles entsprechend in einer Bandbreite verlinkt. Man hat keine Möglichkeiten hier irgendwie das zu trennen. Ja, und das wird halt dann priorisiert im Standard Ethernet. Das eine hat eine höhere Prio als das andere, aber sobald ich irgendwelche Bursts habe, können die verschiedenen Traffics sich gegenseitig in die Quere kommen. Genau, so, und hier haben wir auch das Schöne, das Ganze kann man auch entsprechend tunen. Das heißt, ich kann auch sagen,
bei Default ist es bei den 75%. Da wird immer oft gesagt, oh, das klaut mir ja alle Bandbreite. Nee, überhaupt nicht. Wenn ich ein paar Audiokanäle habe, dann sind das, was weiß ich, 100 Mbit. So, bei einem Gigabit-Netzwerk habe ich dann immer noch 90% frei für alles andere. Also das AVB teilt die Bandbreite in zwei Teile. Der eine Teil ist für das Reservierte, das sind die AVB-Streams, das kann Video, das kann Audio sein. Und der andere Teil verhält sich so wie ein normales Ethernet. Ne? So. Und dieser Teil ist in seiner Größe dynamisch, der passt sich quasi an. Ne? Genau. In der Praxis bedeutet das, es gibt keinen Nachteil, einen AVB-Switch zu verwenden, auch nicht in Installationen oder so. Solange ich keine AVB-Streams verschicke, verhält er sich wie ein ganz normaler Switch. In dem Moment, wo ich anfange, AVB-Streams zu verschicken, werden sie nach und nach reserviert. So. Und genau deshalb kann man halt hier auch eben mit einem Netzwerkport die verschiedenen Daten rein und raus schicken. Und was halt eben wichtig ist, und da unterscheidet sich, es gibt Netzwerke, da muss man es manuell konfigurieren und hier funktioniert die Sache halt automatisch ohne jegliche Konfiguration. So, dann haben wir, Milan benutzt den IEEE standardisierten Credit-Based Traffic Shaper, das ist auch noch interessant. Ich möchte jetzt da nicht zu weit ins Detail gehen, aber im Endeffekt ist das was frei mitgeliefert wird, auch für andere Services, weil es teilt im Prinzip die ganzen Datenpakete in kleinere Einheiten auf, die werden aufgeteilt, deswegen gibt es halt eben auch keine Bursts. Und wenn man das nicht hat, sieht man es zum Beispiel halt eben hier mit einem Audio-Traffic. Die weiße mittlere Linie ist eigentlich das Average, wo man sagt, Mensch, ich habe massig Platz zur Bandbreite, aber in der Realität habe ich halt eben Burst. Und deswegen hört man halt eben auch oft von Netzwerken, die Best Effort benutzen, ihr müsst hier Reserve lassen. Das ist ganz klar, weil wenn ich die nicht lasse, dann kann ich halt drüber kommen über die maximale Bandbreite und dann ist es halt relativ einfach, was der Switch macht. Wobei das kann auch passieren, wenn ich Reserve habe. Das ist ein statistisches Problem. Wenn da ungünstig ein paar Bursts zusammenkommen, dann bin ich drüber. Genau. Und der Traffic Shaper, der, ich möchte es nochmal betonen, allen auf dem Ethernet-Port zur Verfügung steht. Nicht nur AVB. Interessanterweise kümmert sich noch keiner drum, sage ich jetzt mal, von den Leuten, die das in dem Layer 3 verwenden, dass sie das eigentlich auch mitnutzen könnten. Bis auf IS67, da gibt es einen kleinen Anhang eben hinten dran. Und das wäre dann auch mal spannend, das mal auszuprobieren. Vielleicht machen wir das auch als nächsten Schritt. So, jetzt gehen wir mal kurz strategisch. So ganz kurz, die Zeit ist ein bisschen knapp. Ja. Also strategisch war für die Hersteller auch wichtig, dass AVB halt offener Standard ist und deswegen hochgradig zukunftssicher. Wir sind mit AVB unabhängig von irgendwelchen Herstellern. Keiner kann uns diktieren, was wir damit machen oder die Regeln bestimmen. Die können wir selber bestimmen. Milan skaliert von ganz klein bis ganz groß. Wir schauen im Moment auf bis zu 9000 Audiokanäle in einem Netz. Und uns war auch ganz wichtig diese Kooperation, dass die Firmen wirklich, obwohl wir arge Konkurrenten sind natürlich, aber das ist ein Thema. Na gut, wir wissen, wer die besten Lautsprecher macht. Ja, das ist klar, wer die besten Lautsprecher macht. Das brauchen wir nicht diskutieren. Aber wir müssen bei diesem Thema zusammenarbeiten, um etwas zu bauen, was wirklich für die Industrie und für die User sinnvoll ist. Und diese Zukunftssicherheit ist extrem wichtig für uns, weil sonst haben wir keine Planbarkeit. Vom Konzept her nochmal, also deterministisches AVB ist ein Teil der TSN-Standards. Es arbeitet immer nur innerhalb eines Subnetzes, das heißt, es ist an sich selbst nicht für Wide-Area-Anwendungen geeignet. Dafür braucht man andere Mittel. Wenn man große Systeme bauen will und will Subnetze verbinden, dann muss man dazwischen Gateways schalten, Geräte, die die Subnetze quasi miteinander verbinden. Ne? Allerdings ist es so, wenn man mal kurz überlegt, was wir eigentlich machen, wenn wir Konzerte machen, wenn wir Festivals machen, wenn du einen Theatersaal hast, wenn du ein Musical hast, das sind alles geschlossene Subnetze.
Und dafür ist Milan unserer Meinung nach ideal. Es ist schnell, einfach, sicher und zuverlässig. Ne? Also aus unserer Sicht ist es das ideale Systemnetzwerk für hochqualifiziertes Pro-Audio und Video in Live-Anwendungen und kritischen Umgebungen. Ne? Und dank dieser Technologie erfüllt es tatsächlich die Vision, von der wir am Anfang gesprochen haben. Ne? Eigentlich aus User-Sicht oder aus Investor-Sicht, natürlich haben wir weiterhin Dante. Milan erhebt nicht den Anspruch, alles zu ersetzen oder zu sagen, wir sind jetzt das einzige Bessere oder wieso. Das ist Quatsch. Ne? Es wird weiterhin Dante geben, es wird weiterhin Ravenna und Qlan geben, aber wir meinen, das gehört alles auf ein Netzwerk. Und das ist tatsächlich mit AVB möglich und wird in dieser Weise, wie es hier skizziert ist, auch schon praktiziert. Kleiner Hinweis noch, heute gibt es einen Workshop, 15 bis 16 Uhr, zum Milan Manager. Das ist auch eine Software-Kooperation zwischen D und BNL Akustik. Da wird dann gezeigt, wie man Milan-Netzwerke quasi managt. Ja, und hier vielleicht noch was zu den Anwendungen. Vielleicht, Genio, möchtest du noch was dazu sagen? Ja, eine kleine Übersicht über verschiedene Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Man sieht auch hier auf dem rechten Bild eine kleine Computeranimation. Es ist mir nicht erlaubt, darüber zu reden, aber ich denke, jeder kann sich denken, was es ist. Und da hatten wir über mehrere Kilometer hinweg auch mit Milan Live-Netzwerke gespannt. Das ist übrigens auch eine wunderschöne Veranstaltung gewesen, wo wir gesagt haben, hier sind verschiedene Mediennetzwerke am Start gewesen. Also hier auch nochmal gerne den Bogen. One size does not fit all. Also wir haben Milan vor 8 Jahren gegründet. Es war eine lange Zeit, wir haben viel gearbeitet. Ich bin jemand, der macht viel Marktforschung. Ich gehe raus und rede mit den Usern und frage die, wie geht's euch, was braucht ihr, was sind eure Ideen? Und wir sind sehr stolz darauf, dass das User-Feedback auf Milan fantastisch ist. Man könnte geradezu sagen euphorisch. Wir hören von Leuten, die es intensiv verwendet haben, dass es einfach läuft. Und das ist eigentlich für uns so eine Art Zielerfüllung. Das ist das, was wir erreichen wollten. Genau, und es ist schön, dass man die Sachen auch im Feld sieht. Ja. Hier noch ein paar Hinweise, welche Firmen hier überall, also jetzt zurzeit beteiligt sind an der Initiative. Es werden immer mehr. Ja. Herzlichen Dank. Falls es noch Fragen gäbe, wir hätten noch ganz kurz Zeit. Dankeschön.